Ja, und damit herzlich willkommen zum kleinen Einblick hier in Truck World Australia, das hoffentlich nicht mehr allzu lange braucht, damit es rauskommt, denn ich bin schon sehr hyped auf das Spiel, auf den Full Release. Es ist jetzt gerade nur die First Tour Edition, wo man einen kleinen Einblick, wo jetzt jeder fahren kann. Ihr könnt auch gerne fahren, euch das Spiel mal antesten, beziehungsweise diese Version antesten. Ich packe mal den Link zu First Hall in die Videobeschreibung. Ebenso wie den Discord von Truck World Australia. Denn das Ganze ist noch, wie gesagt, stark in der Entwicklung. Wir starten einfach mal rein und quatschen nochmal weiter. Allein schon von diesem Bild sieht das ja schon nice aus. Und es gibt auch... Good morning, everyone. It's 7:20 a.m. on Outback News Radio, and what a gorgeous day we have ahead. The weather's looking good, with just a hint of cloud cover expected around noon. But watch out for potential sandstorms later today, stirred up by those strong desert winds. A heads up for drivers near Mala, keep an eye out for roadworks, and maybe add a few extra minutes to your travel time. And here's some great news. The Big Mine project is wrapping up, with the last cargo shipment heading out this week. A fantastic milestone for our community. Now, let's get your day started with some feel-good tunes that'll keep you company all the way. Have a wonderful morning. Ich habe schon vergessen, was ich gesagt habe. Was ich sagen wollte. Aber sieht ja schon mal nice aus. Wie gesagt, also als ich mitbekommen habe, dass das Spiel in Entwicklung ist, habe ich es mir auch direkt auf die Wishlist gepackt. Und bin auch in den Discord gejoint, einfach weil, keine Ahnung, es ist einfach nice. Aber wie wir sehen können, wir haben auch wirklich Geld und so weiter. Wir haben auch ein Tagesrhythmus-Ding. Wir fahren zum Minengebiet Staubkuppe in Ingomar, Südaustralien. Haben eine gemischte Fracht, wie man hier auch sehen kann, und bekommen 5.700 dafür. Und es werden bis 17.20 Uhr heute erwartet. Was haben wir hier noch? Natürlich den Zustand des Fahrzeugs. Dann haben wir das komplett aus und dann haben wir hier die Karte. Genau, also für diejenigen, die vielleicht auch Outback Truckers kennen, es ist halt einfach ein ganz anderes Feeling so, ne? Also ich habe schon immer irgendwie gehofft, dass es mal so ein Spiel gibt. Ich meine, mit Extreme Truckers 2, meine ich, nee, auch glaube ich im ersten Teil, gab es ja auch Australien von SL Software. Und dann jetzt, wo es interessant ist, dass man jetzt hier beim Raustaben genau dasselbe hat wie bei Transcend World 5. Es gibt ja auch wer ist nochmal? Alaskan Road Truckers. Ich weiß gar nicht, ob es auch von demselben Entwicklerstudio ist. Allerdings ist das ja jetzt nicht so, gibt es da beim Alaskan Road Truckers ist es nicht so wie jetzt hier in diesem Fall, dass auch das Terrain nachgibt. Das heißt, wir haben natürlich hier einen ganz anderen Aspekt. Wir haben hier ja natürlich die brütend heiße Sonne mit über 40 Grad Celsius, staubige Pisten, wenn man mal abseits, wenn es ins Outback geht. Allerdings zur Monsunsaison gibt es natürlich auch die Pfützen und das Wasser prasselt nur runter und kann nirgendwo hin. Dementsprechend ist es eigentlich auch schon ein wichtiger Bestandteil. Ich weiß nicht, wie sehr das Ganze angedacht ist, das umzusetzen. Ob jetzt quasi nur der Boden nachgibt bei zu viel Gewicht und ein bisschen Nässe oder ob man auch überflutete Straßen hat und Flussläufe, die man durchquert. Ich würde sagen, also allein nur von der Idee her bietet die Idee dahinter schon so viel Potenzial und allein was sie bisher schon, ich habe zwar noch keine Ahnung, wie das in der Testphase so ist, weil ich in der Testphase drin bin, was da so alles umgesetzt wird. Allerdings, was bisher schon umgesetzt wurde, was man jetzt so sehen konnte, mit Sandsturm, mit dass der Boden nachgibt,
bei Nässe, das passt doch eigentlich schon ganz gut. Da bin ich schon noch mehr gehypt als ohnehin schon auf den Full Release, den ich natürlich ausgiebig dann spielen werde. Das steht den Full Release. Es gibt ja auch eine, genau, es gibt ja auch ein, ich weiß natürlich noch praktisch, wenn man jetzt hier eine schöne Tastenkombination hat, um das HUD auszublenden, aber das kommt bestimmt noch. Oder ich weiß es gerade nicht, oder ich hab's auch gerade nur mit F1 und mit Rücktaste probiert. Es gibt ja auch eine Map-Mod, wobei wir wahrscheinlich erstmal ein. Interagieren, um in den Truck einzusteigen, ist vergleichbar mit Alaskan Road Truckers, allerdings allein schon grafisch gesehen ist das ein weit voraus. Was haben wir überhaupt hier? Also, da können wir eine Road Train ran machen, aber wir sind keine Road Train, wir sind ja immer nur ein Auflieger. Ich meine, wir können irgendwann bestimmt auch noch mehrere Anhänger hinten dran haben. Das ist ja auch das Schöne so an Australien, dass man ja halt die Road Trains hat und das Ganze dargestellt zu bekommen, also ich freue mich schon riesig auf den Full Release. So, hier haben wir natürlich, können wir hier die Luftzufuhr ändern, da abkoppeln. Ich denke mal, wir sind aber schon angekoppelt. Die Schälzen können wir runter machen. Dann können wir auch den Gurt befestigen oder den Gurt überprüfen. Ah ja, oh. Ah, cool. Also man kann auch den Gurt wahrscheinlich so auch anlegen und so weiter. Oh, denke ich mal. Ich weiß es nicht. Könnte aber gut sein. Oder, natürlich, aufgrund der Schotterpisten und so weiter, kann es natürlich auch so zu... Boah, wie hieß es nochmal? Mir fällt der Begriff gerade nicht ein, aber eine Rüttellinie, nennen wir sie einfach mal so, dass man halt quasi, wo die Reifen sind, dass dann da eine Bodenwelle ist, dass da halt einfach aufgrund des Windes und so weiter, der herrscht, der Sand sich aufgetürmt hat und man dementsprechend holter die Polter rüberfährt. Dementsprechend kann natürlich auch der Gurt sich lockern. Man muss auch wieder überprüfen. Also es bietet so, allein jetzt schon, was man jetzt schon sieht, es bietet so viel Potenzial. Also allein so wie es jetzt schon ist, es wird schwierig sein, das noch zu verkacken. So von meinem Blickwinkel her. Dann steigen wir mal ein. Fädle dich in den Verkehr ein A für die Zündung und dann natürlich mit WASD, Feststellbremse. Wir haben auch schon Sprit. Was auch schön ist, natürlich für den einfach nicht so passen, weil man sich erstmal noch dran gewöhnen muss. Aber was schön ist, dass das HUD zwar da ist, aber super minimal. So, wir wollen natürlich auch hier Navi anmachen. Haben wir denn eine Karte? Wir haben noch keine Karte. Das kommt bestimmt noch. Zumindest haben wir keine Karte mit M. Es sind ja schon viele Sachen mit drin, mit CB-Funk und mit Tempomat. Differentialsperre ist natürlich auch relevant, wenn man sich festgefahren hat. Und auch, ich weiß nicht wie viele, aber ich meine mich erinnern zu können, dass einige Lenkräder oder dass die hauptsächlichen Lenkräder auch schon bereits konfiguriert sind oder dass sie integriert wurden. Okay, eine Karte habe ich jetzt glaube ich nicht gesehen. Aber ich habe auch nicht mal ganz genau drauf geachtet, bin ich ehrlich. Aber gut, es ist ja auch nur ein kleiner Vorgeschmack. Australien ist ja noch nicht komplett drin. Dementsprechend ist es ja nicht so allzu wild. Okay, wir machen schon den Rauch. Festschraube ist noch nicht angelegt. Ich habe noch irgendwie was mitgelesen, glaube ich, im Discord, dass es irgendwie ein bisschen arcadiger ist. Aber ich meine, wir haben ja schon hier den Wirtschaftsmodus mit drin, dementsprechend würde ich das mal einfach nicht so benennen.
Oh, natürlich. Morning, Base. This Also. is Iron Roo. I'm already on the road. A few minutes into the drive. Over. Copy that, Iron Roo. Roads are clear ahead. Keep an eye on the weather and drive safe. Over. Understood, Base. I'll keep you updated if anything changes. Over and out. Ah, okay, Blinker rechts und links sind dort. Ich stelle es einfach mal um. Machen wir es mal so. Haben wir wieder die Blinker drin. Er geht natürlich schon ordentlich jetzt schnell bergauf hier. Also schnell kommen wir hier rum. Erreiche die Mine. Also wir kommen, es geht schnell bergauf, sogar sehen wir der Geschwindigkeit. Schnelle Beschleunigung, meine Güte. Das war das, was ich gesucht habe. Was war nochmal der Tempomat? Glaube ich mit T, ne? Ja. Ja, ich denke mal, also, wenn das Spiel draußen ist, dann habe ich auf jeden Fall einen neuen Schreibtisch hier. Ich habe mir noch einen relativ kleinen. Ich werde das mit Sicherheit dann auch mit, nicht mit Tastatur, dann den Full Release spielen, so wie jetzt. Ach, die Landschaft ist aber auch schon wieder nice. Muss ich eigentlich schon wieder in dieser Außenperspektive fahren. Ich bin mal gespannt, was wir so erleben. Also wahrscheinlich... Oh, auch... Das war auch schön. Okay, das gefällt mir auch wieder. Dass man hier so ein bisschen... man abseits fährt, dass der Sand auch... ja, das mache ich auch schon gerade. Dass das so ein bisschen aufwirbelt. Oh, und wir haben auch... Da müssen wir nochmal abbremsen hier. Und wie wir sehen können, ziehen wir dann auch den Dreck mit. Da können wir jetzt ja schon mal sehen, wie das hier sich so... Wie das hier aussieht. Wenn man... durch den Sand fährt und so ein bisschen eine Spur hinter sich herzieht. Muss ich eigentlich nochmal kurz aussteigen. Ich gehe gleich zum Truck zurück. Ah, es ist so schön, dass man hier auch einfach aussteigen kann. Und dann haben wir hier die Spur, die wir jetzt so ein bisschen in den Boden hier gemacht haben. Auch schön, dass es sich verformt, auch wenn man nicht wirklich irgendwie gerade einsinkt, sondern dass man einfach hier so die Reifenspur einfach hat. Achso, es wäre natürlich sinnvoll, hier auf der richtigen Seite einzusteigen. Voreingestellte Ansichten Numpad 4 und Numpad 6. Okay, das heißt, man kann dann einfach schön hier von der Seite jetzt angucken. Das ist ja auch nice. Wenn das schön Dings kleine Halle. Ach, es ist schön. Es gefällt mir. Ah, hier auch. Das ist ja praktisch, dass man dann... Das sind wahrscheinlich dann die Spiegelperspektiven und Numpad 5 dann wieder für geradeaus. Hoppla. Wollen wir die Mine pünktlich erreichen? Ah stimmt, wir müssen die pünktlich erreichen. Was war nochmal pünktlich? Pünktlich war bis 17 Uhr, ja gut. Das sollten wir doch hinbekommen. Ich habe zwar keine Ahnung, wie weit es ist, weil man es noch nicht erkennt, auch noch nicht sieht. Oder ich einfach nicht weiß wie, aber... Ich weiß auch gar nicht, muss ich gerade immer noch nur die 70 fahren, oder... So, was haben wir jetzt da? Äh, 70. Für die Kurve wahrscheinlich hier wieder. Das ist natürlich auch noch eine praktische Sache. Also ich weiß nicht, ob es noch kommt. Aber ich bin einfach dran gewöhnt, dass ich hier mit der rechten Maustaste ranzoomen kann.
Es bietet halt auch so viel, ne? Also auch den Truck hier aufzuwerten und so weiter und so fort. Aber was man jetzt schon sieht, ist eigentlich schon landschaftlich. Super. Und auch, stimmt, das ist ja auch so, was teilweise ja bei anderen Spielen nicht so ist. Aber wenn man über Railroad Tracks, über Schienen fährt, dann hat man auch eine Collision. Die haben einfach eine Collision Zone. Was einfach eine super Sache ist. Ich denke mal, wir können schneller fahren. Ach, interessant. Ich bin dann sogar gelockt auf die 70, wenn ich sie einstelle. Das ist nicht nur ein Tempomat, sondern auch sogar Tempomat mit Cruise Control in einem. Da wird es wahrscheinlich auch so sein, wenn es stärker regnet, dass man dann, dass der Fluss dann da überquält. Oh, die Rinne. Ich bin auch sehr gespannt, wie das mit den Working Hours gemacht wird. Die sind ja auch ein bisschen anders. Quasi wie das dann mit dem Schlafrhythmus so gesehen ist. Und die Schlafmöglichkeiten, ob man wirklich quasi die freie Möglichkeit hat, sich hinzuhauen und zu schlafen, oder ob man das bei einer Rest Area machen muss. Wir hatten ja gerade eben quasi so eine Art Rest Area, aber ist halt die Frage, ob das... Ich hoffe, wir fahren nochmal auf eine Piste rauf, ne? Und nicht nur Asphalt. Genau, ich hoffe mal, dass das dann auch, man sich einfach auch so hinhauen kann, vielleicht. Vor allem im Outback ist es natürlich dann, irgendwann gibt es dann keine Rastplätze mehr oder keine Schlafplätze mehr, wo man einfach asphaltierten Bums hat, dann muss man halt einfach am Straßenrand sich aufs Ohr hauen. Wo geht's nochmal hin? Nach Ingomar, genau. Ich habe das Gefühl, ich muss eigentlich auch tanken, aber an der Tanke kommen wir jetzt nicht vorbei. Ich frage mich auch, ob irgendwie ob es ein Schadensmodell geben wird oder nicht. Und ob man da jetzt quasi links hätte lang fahren können. Aber ist natürlich zu spät gesehen. Aber auch quasi auch man abseits auf Pisten fahren kann, die quasi nicht eingezeichnet sind. Da brauchen wir jetzt, glaube ich, auch noch gar nicht wirklich zu testen. Das ist dann eher was fürs Full Release, was spannend werden könnte. Oder interessant werden könnte. Einfach weil es jetzt ja immer noch ein bisschen belockt ist. Ja gut, ich habe noch 7 Straßen vor allem. Ja komm. Probieren wir's. Trailer on the side. I'll get back to you once I've hooked up with the doubles. Over. Good on you, Iron Roo. Head to the side of the road and leave your trailer there for now. Once you're hitched up to the doubles, take them over to the gas station in Marla. Let's get that road open again. Over. Roger that. I'll drop my load and head over. I'll keep you posted. Iron Roo out. Dann steigen wir mal aus. Ja, okay, jetzt zum Truck zurück. Brauchen wir einen Kundendienst? Muss man das jetzt verstehen mit Kundendienst?
So, Kabel ab. Hier hinten sind wir auch schon dran. Dann haben wir das abgestellt. Ach, hier ist mal wieder hier. Hängen den Hauptanhänger wieder an. Hä? Ich gleich soll den abkuppeln. Was soll ich mit dem da durch? Ja, wahrscheinlich soll ich dann da hinten abkuppeln. Ah, perfekt. Naja, wir fahren gleich durch den Schlamm. Ist glaube ich jetzt... Was? Abkuppeln ist dran. Den Bums wieder ran. Fahren wir die wieder runter. Wäre auch schön, wenn man das kurbeln müsste selber, aber es ist jetzt ja gerade... Vielleicht gibt es auch unterschiedliche Trailer, welche, wo das automatisch geht und welche, wo man selber aktiv gucken muss. So, Differentialsperre. Bewältige schwieriges Gelände mit zusätzlicher Traktion oder hol dir Hilfe, wenn du mal feststeckst. So, dann machen wir mal die Differentialsperre an. Und fahren durch den Schlamm, gucken wir uns mal von vorne an, wenn wir durchfahren. Und da sinken wir auch ein. Ah, das ist doch cool. Das mir so richtig schön einsackt. Beim Wasser sehe ich leider noch gerade keinen Effekt, aber bei den kleinen Pfützen finde ich, ist das noch nicht ganz so arg relevant wie jetzt bei einer Flussüberquerung. Haben wir eine ordentliche Furche reingelegt. Unseren ersten Anhänger parken. Da vorne, okay. Parken wir das Ganze mal da vorne. Lassen wir mal den Truck. Das runter, Kabel trennen. Ich meine, das kennen wir, das habe ich ja. Ich war jetzt ein bisschen voreilig hier, aber das kannten wir schon. Ich finde es einfach cool, dass wir auch so auf der Straße jetzt einfach den Dreck von den Reifen, dass er einfach sichtbar ist. Allein das ist einfach schon super, super wichtig, finde ich, für einfach so ein bisschen für das Bild, für die Atmosphäre. So, dann wollen wir gucken, ob wir unserem Kollegen hier aushelfen können. Wo mal der LKW ist, der ist ja umgekippt. Ah, da ist er ja. Wird die Straße repariert. Der qualmt ein bisschen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es noch solche Zufallsereignisse geben wird, wie jetzt in diesem Fall. Man kann zwar wahrscheinlich bei allen helfen, aber vielleicht kann man bei manchen helfen. Bin mal sehr gespannt, ein bisschen den Winkel verpasst. So, dann
Nochmal die Kabel verbinden wäre natürlich sicher besser gewesen, hätte ich nochmal hier die Feststellbremse angelegt. So, dann sollen wir auch zum Parkplatz. Dann haben wir jetzt quasi auch den ersten Road Train. Ups. Hä? Okay. Ich kann nicht mehr hupen. Interessant. Ich kann scheinbar nicht mehr hupen. So eine Fanfare haben wir bestimmt eigentlich auch. Also haben wir oben. Müssten wir eigentlich haben. Wäre natürlich jetzt interessant zu sehen, ob der Verkehr jetzt wirklich weiterzieht, aber die stehen da ja immer noch. Aber wir sind wahrscheinlich immer noch ein paar Arbeiten zu verrichten. Wie weit ist denn der Parkplatz entfernt? Einfach bis zur Mine fahren, nur für den Parkplatz. Aber gut, wir helfen mal aus ein bisschen hier. 5 Stunden, dann muss ich eigentlich dort sein. Bei der Mine. Mal schauen, wie weit das ist. Hiernach, immer funktioniert der Blinker noch. Der Blinker geht natürlich auch wieder aus, wenn ich hier nach rechts lenke. Ich hätte einfach da vorne schon reingesollt. Park in den hinteren Trailer. Dann machen wir das mal. Also, Stützen runter, Kabel trennen und abkoppeln. Warum soll ich jetzt wieder da parken? Hä? Ey, ich fahr rückwärts. Ich wusste nicht mehr ganz, wo jetzt das Häuschen kommt. Ach, oh, wir können den CB-Funktion auch von hier drin nutzen. Cool. Bei einem Blink hätten wir das Blender anmachen können, aber ich habe keine Ahnung mehr, wo ich den hingelegt habe. Vorangehenden. Würde ich verstehen. Den Hauptanhänger wieder an. Das ist meiner. So, ach, falsche Seite. Lost. Iron Rue, this is Base. How are things going out there? Over. Base, this is Iron Rue. Trailers are parked at the Marla station and the road is clear. I'm heading back to pick up my load, then I'll finish the delivery. Over. Great job, Iron Rue. You've saved the day. Head back and grab your trailer and get back on track to the mine. Safe travels. Over and out. Okay, in Zukunft kann man auch auf alle Fälle tanken. Ist ja auch sinnig. Tanke ist noch gesperrt. So, hier auch ein bisschen über die Backroads so ein bisschen. Zum Anhänger wieder zurück. Ja, geht's zur Mine.
ich packe euch auch mal, falls ihr das Spiel auch auf eure Wishlist packen wollt, also das Full-Release-Spiel, packe ich euch auch mal davon den Link dahin. Also dahin, in die Beschreibung natürlich. 14 Mal hin. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es irgendwann auch... Das Einzige, was ich jetzt vielleicht nochmal testen möchte, wenn ich jetzt so volles Rohr fahre und dann Vollbremse hat natürlich nicht geklappt, aber Feststellbremse, ob da irgendwie Bremsspuren auch hinterlassen werden. Aber bisher muss ich schon sagen, freue ich mich schon sehr drauf. Also noch mehr als ohnehin schon. Die Bremsspuren, die ich jetzt da hinterlassen könnte, ob sie jetzt da sind oder nicht, ist natürlich nicht wirklich relevant, aber würde mich eher mal interessieren. Nee, die sind nicht da. Aber, wie man sehen konnte, haben die Hinterräder sich komplett festgestellt. So, dann ab zurück. Das kann ich mir schon cool vorstellen, wenn es dann auch verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt, wo man dann irgendwie weniger verdient und so im Wirtschaftsmodus so gesehen, dann kann ich mir schon gut vorstellen. Das wird viel Spaß bringen. Auch schön, wie das hier einfach schaukelt mit der Federung. Also muss ich mich hier beeilen. Wenn er bald erwartet. Ich habe auch keine Ahnung, wie weit das noch ist. Aber auch schön mit den Mudflaps. So, dann stellst ihn runter, ankoppeln, hier zum Truck zurück, ja. Natürlich. Ich bin auch sehr gespannt, was für Frachten es gibt. Ne? Wir haben jetzt hier scheinbar Propangas, wir haben Benzin oder irgendwelchen Sprit und wir haben natürlich hier den Bagger. Alleine von den Frachten her kann es natürlich auch super viele interessante Frachten geben. Helikopter, was weiß ich. Schwertransport natürlich auch. Das wird schon nice werden. Das soll jetzt hier lang, dann fahren wir mal hier hin. Damit wir hoppala auch mal hier auf der Piste fahren. Spiegel sind auf 100%, höhere Qualität gibt es nicht. Kann man Staub erkennen? Gut, wir haben auch keinen wirklichen Staub auf. Wenn wir ehrlich sind. Wie gesagt, also von der Grafik her habe ich eigentlich alles auf Ultra oder hoch gestellt. Also das Höchste, was geht. Alles von der Textur her und so weiter, auch von den Spiegeln. So ist zumindest der aktuelle Stand. Das kann nur gut werden. Ich freue mich schon drauf. Auf jeden Fall schon ein großer Unterschied. Also ich weiß natürlich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es von denselben Entwicklerstudios ist. Ich denke mal eher nicht. Aber so im Vergleich zu Alaskan Road Truckers ist das hier für dich schon mal nochmal einen deutlich Ticken besser. Schauen, jetzt kommt es wahrscheinlich eh nicht hin, aber 17:20 Uhr, ich habe halt keine Ahnung, wie weit das ist, ne? Also es kann um eine Ecke sein, es kann noch ein Sandsturm und ein Monsun oder ein Gewitter entfernt sein. Okay, ich merke gerade schon, wir haben ja zumindest so
Wochentage und Uhrzeiten, ob es auch Jahreszeiten gibt. Das wäre ja schon ein relevanter Aspekt fürs Spiel. Allein weil dadurch halt dann natürlich auch so die Wetterphänomene. Iron Rue, this is base. We just got an update from the weather service. A sandstorm is brewing and heading towards the mine. You'll need to get that delivery done before it hits. Remember, sandstorms can cause mechanical problems, and road assistance won't be able to reach you. So get clear before it starts. Over. Copy that, base. I'll push through and make sure it's done in time. Thanks for the heads up. Over. Spannend, wir sind wahrscheinlich in der 79er Zone, dass das scheinbar auch auf die, dass das auch Effekt hat auf, oder dass die Wetterphänomene auch als einen Effekt haben auf die Ausfahrt und so weiter. So, wir sind in der 50er Zone, also mit der Engine Brake runterbremsen lassen. Wir schneller fahren. Wahrscheinlich ist es dann der Aspekt dann, wo wir wenn wir den Asphalt verlassen, wo wir dann den Sandsturm mitbekommen. Also gut, klar, so Jahreszeiten und so weiter gibt es jetzt natürlich noch nicht. Ist ja jetzt im Grunde genommen nur eine Fahrt, um zu zeigen, was das Spiel mindestens hergeben wird. Und damit auch ein paar mehr Leute das Spiel sich auch angucken können und das auch ein bisschen verbreitet wird. Oh, Sandsturm und Heißluftballons. Das wird spaßig, wenn man da oben drin ist. Einfach so ein bisschen Awareness zu schaffen fürs Spiel. Das ist schon nice, gefällt mir. Ich muss auch sagen, ich finde es nicht schlimm. Also es soll auch, zum Full Release wird es noch nicht komplett Australien geben. Das wird nach und nach mit Free Patches dazukommen. Also ich finde es auch gerade nicht verkehrt, also falls ich gerade darauf komme, auch große Städte werden nachgeliefert. Aber was ich sagen wollte, ist, ich finde es nicht so schlimm, dass hier so wenig Verkehr ist, denn es passt schon. Vor allem, weil es hier gerade so im Outback ist und nicht in den großen Städten. Die Städte müsste ich natürlich dann abheben. Vom aktuellen Aspekt. Ich frage mich auch, ob man quasi den Limiter, den 100er Limiter deaktivieren kann. Also für jetzt werde ich nicht nochmal nachgucken, weil warum jetzt für jetzt nachgucken? Bringt ja nichts. Aber fürs Hauptspiel würde ich nochmal gucken. Nach dem Full Release, ob es den Tempolimit auch mal deaktivieren kann, dass man auch wirklich die 110 fahren kann, die man fahren dürfte. Was ja auch interessant werden könnte, wenn es halt wirklich so Jahreszeiten gibt. Dementsprechend auch die Monsunsaison. Ach, ich wollte schon wieder gerade mal den Pfeiltasten lenken. Ob dann quasi auch die Flüsse, ob man sehen kann, wie die Flüsse ansteigen. Das wäre natürlich auch noch interessant. Ist ja nur die Frage, ob es umgesetzt werden kann oder nicht. Oder ob es dann quasi so eine Art, nennen wir es mal eine Art Zeitsprung gibt.
wo man dann irgendwie schläft und es dann heißt so, hier, dies, das, Ananas, du hast jetzt geschlafen. Es hat ordentlich geregnet, die Flüsse sind über die Ufer gequollen. Geht natürlich auch, ne? Man muss natürlich auch nicht alles darstellen. Eieieiei, ich habe nur noch eine Stunde 14 Minuten Zeit, bis ich bei der Mine erwartet werde. Und danach muss ich wahrscheinlich Strafe zahlen. Schätze ich mal, bekomme ich die 5,7. Ah, ist schön. Landschaftlich hier auch wieder mit den... Ja, das Feeling kommt, finde ich, schon stark rüber, so für Australien. So von dem, was ich halt so in diversen Serien sehen konnte, wie Outback Truckers oder Gold Rush Australia. Oder wie auch immer nochmal die andere Serie hieß, wo es eher um Edelsteine ging. Oh, da haben wir auch die Funken gesehen, sehr schön. Wahrscheinlich habe ich jetzt ein bisschen... Na, doch kein Schaden, okay. Ist keine Räder? Nee, gibt es nicht. Aber wenn... Also, wäre schon, glaube ich... Vielleicht wird es ja noch kommen, aber... Für einen Full Release wäre schon praktisch, wenn es auch die Räder... Wenn man allgemeinen Verschleiß auch bei den Rädern hat. Die sind ja sowieso... Na klar, das ganze Gerät, aber auch die Räder, wenn man jetzt über die Pisten fährt oder jetzt von der Fahrbahn abkommt und drum driftet, wäre natürlich eine Abnutzung der Reifen auch ist das relevant? Kamele? Okay. Ah, ich kann wieder hupen. Ich bezweifle, dass ich es rechtzeitig schaffe zur Mine. Sowohl vor dem, also wahrscheinlich, gut, der Sandsturm wird wahrscheinlich jetzt kein Problem sein, weil der wird für First Haul, nennen wir es mal, gescriptet sein und kein Zufallsding. Und da sind wir gleich bei der Eisenmine. Mir ging es gerade eher nur um die Uhrzeit. Das ist wahrscheinlich nicht rechtzeitig in einer Stunde geschafft wird. Aber werden wir dann sehen. Ich muss auch sagen, allein, dass man hier auch aus dem Auspuff der Qualm rauskommt und dass der auch mehr ist, wenn man quasi losfährt und so weiter. Allein das finde ich auch schon wieder ein super guter Aspekt, der allein nur für die Atmosphäre des Fahrens eigentlich schon für mich auch stark relevant ist. Es macht halt doch schon mehr was her, als wenn das jetzt nicht der Fall wäre. Dementsprechend Props an die Entwickler dafür. Und da sind wir jetzt hier bei der Einfahrt zur Eisenmine. Erreichen den Eingang zur Eisenmine. Und dann ziehen wir jetzt wieder hier die Spur hinter uns her. Und da vorne ist die Eisenmine, okay. Vielleicht kommt dann der Sandsturm auch erst. Aber es ist schön, dass man auch im Spiegel die Spuren sieht und dass das Lenkrad nicht mehr gerade hält. Mit Lenkrad zu fahren ist dann bestimmt auch noch spannend. Wie gesagt, wäre dann was für mich für einen Full Release. Aber scheinbar kommt das dann schon erst, wenn wir hier gewesen sind. Melde dich bitte bei der Ankunft an.
Gehe zum Kiosk, um deine Ankunft am Reiseziel zu melden. Einfach aussteigen. Ich fahre nicht. Ich weiß nicht, ob das so sein soll mit dem Qualm jetzt, aber ich wollte mir eigentlich nur noch mal hier die Spuren angucken. Weil es jetzt gerade windig ist, dann vielleicht, aber... Oh, das ist auch cool. Das heißt, ich bin gerade da. Da ist der Lieferort. Heißt, ich müsste gleich direkt rechts herum. Dann kann ich... ich kann es natürlich gerade nicht zeigen. Hier rechts rum, dann links rein. Dann fahre ich da vorne hin und rückwärts rein. Aber das ist doch cool. Coole Idee, dass man so eine Art Karte nochmal hier hat, die digitalisiert ist, so gesehen. In Realität wahrscheinlich eher weniger. Öffnen wir das Tor. Also eigentlich die Schranken. Also rechts herum direkt, dann links herum und da haben wir auch nochmal das Tor. Ich wollte schon wieder von der verkehrten Seite einsteigen. Iron Rue, this is Base. The mine has just reported your arrival. Proceed to the delivery point and prepare to unload. Over. Base, this is Iron Rue, confirming arrival time at the mine. Gonna find a place to park the rig and unload. Over. Nice work, Iron Rue. Once you're done, let us know. And if parking gets a bit tricky out there, give us a shout on the CB. The crew at the mine can lend a hand and take care of unloading for you. Over. Ah, wenn ich jetzt auf X drücke, dann kann ich das Ganze überspringen. Das ist doch auch was passend für Lavern. Hat man also die Funktion auch drin, dass man das überspringen kann, wenn man nicht so gut einparken kann oder gerade nicht einparken möchte. Aber ich parke natürlich ein. Haben wir genügend Platz hier. Wir koppeln aber auch nur ab und ich glaube, wir müssen nicht wirklich einparken. Also nicht abladen. Aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Qualm jetzt gerade unter den Rädern sein soll. Staubaufwirbelung. Aber wie gesagt, es dauert ja noch. Unbekannt wie lange, aber es dauert ja noch, bis der Full Release da ist. So, steigen wir ab. Hätte noch ein bisschen reingekonnt. So, Stelzen runter. Lösen wir den ganzen Bums. So, dann gehen wir jetzt wieder zum Kiosk, um die Fracht abzuschließen. Also, wir können auch Sprit liefern und so weiter. Aber man kann diesen ganzen Wirtschaftskreislauf super gut darstellen, finde ich. Mit, dass man Sprit liefern muss und hier und da und dass dann die Fahrzeuge dann erst dann wieder wirklich fahren können. Und auch allein mit dem Funksystem kann man super viel darstellen. Ich weiß auch gar nicht, ob es einen Multiplayer geben soll, aber Funksystem, es ist ja schon CB-Funk integriert. Sollte irgendwann mal ein Multiplayer kommen. Wie gesagt, ich habe jetzt nicht mal vorher nachgeschaut, ob es das geben soll oder nicht. Aber ein Multiplayer stelle ich mir auch ziemlich gut vor. So, dann können wir nochmal hier anschauen. Wir bekommen einen Parkbonus sogar zugesandt von $300. Sehr schön. Von Northern Logistics Limited in Darwin zum Minengebiet in Ingomar. $6.000 bekommen wir dafür. Schließen wir das ab und dann kehren wir zum Firmenbesitz zurück. Das heißt, wir haben auch eine eigene Firma, eine eigene Basis. This is Base. What's your status? Over. Base, unload complete. I'm already on my way out of the mine. Over. Und ich würde sagen, Great Ach so. job, Iron Rue. That wraps it up for
Hey, out sei. for the rough tracks on your way out. Safe travels. Over and out. Hätte ja sein können, dass wir doch mal zur Basis zurückfahren können. Aber scheinbar haben wir auch eine Basis. Das heißt, man kann sie wahrscheinlich auch upgraden, dass man mehr Fahrzeuge haben kann und so weiter und so fort. Oder dass sie von einer ranzigen zu einer moderneren im Stile der australischen Architektur wird. Genau, die Reise hat gerade erst begonnen. Truck World Australia erscheint bald mit weitläufigen Straßen, spannenden Missionen und einer Welt, die erkundet werden will. Verpasse nicht das volle Erlebnis. Wie gesagt, der Link, um Truck World Australia auf die Wishlist zu packen, ist in der Videobeschreibung. Ich freue mich sehr drauf. Der Release, es gibt kein Release-Datum. Der Release ist dann, wenn die Entwickler der Meinung sind, dass das Spiel fertig ist. Also ähnliches Prinzip wie von STS Software. Es ist fertig, wenn es fertig ist. It's ready when it's ready. Genau, ich freue mich sehr drauf. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das ganze Konzept so findet. Ob ihr euch das Spiel auch holen werdet, was ihr euch wünschen würdet, was integriert wird. Allgemein gesehen. Vielleicht aber ein kleines Fazit hier von meiner Seite. Wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass auch so die Staubpartikel dargestellt werden, wenn man mal abseits der Straße ist. Landschaftlich natürlich sehr gut umgesetzt. Auch mit den nachgebenden Booten bei Schlamm sehr gut. Was ich mir halt vielleicht noch wünschen würde, ich weiß nicht, wie es umgesetzt werden kann, dass auch vielleicht das Wasser, wenn man durch die Pfützen fährt, so ein bisschen rausgedrängt wird oder zumindest als animiert wird, wie jetzt beispielsweise bei Roadcraft, dass dann einfach halt, dass man so eine Welle halt von sich her schiebt, dass man einfach so ein bisschen das Gefühl hat, dass das Wasser einfach keine Textur ist, sondern auch wirklich einen Effekt hat, wenn man in die Pfützen oder in den Schlamm reinfährt. Muss nicht zwingend für die Pfützen sein, aber später für Flussüberquerungen ist es auf alle Fälle für mein Empfinden, damit es einfach die Atmosphäre und einfach so das Feeling wirklich rüberkommt, muss es einfach einen Effekt geben, was das Wasser betrifft, sei es, dass das Wasser wegspritzt, wenn man jetzt einfach rüberfährt und einfach, ja, wenn es einfach nur eine nasse Betonplatte so gesehen ist von der Flussüberquerung, oder wenn es halt eine wirkliche Flussüberquerung ist, wo man durch tieferes Wasser fährt, dass dann halt das Wasser auch weggeschoben wird von der Masse des LKWs. Vielleicht auch von den Aufliegern, aber das wäre auch ein wichtiger Aspekt, der dargestellt werden sollte, meiner Meinung nach. Und ansonsten kann ich es einfach nicht erwarten, hier eine Firma zu erstellen mit diversen Herausforderungen, sei es liegen gebliebene Auflieger, kaputt gehende Auflieger, Fracht, die sich löst. Wir haben ja auch Wildtiere gesehen, dass dann vielleicht auch Kängurus oder Vieh einem vielleicht auf die Straße rennt und man abbremsen muss. Bei Flussüberquerungen, es gibt auch ja in Australien gibt es ja auch hier die Süßwasserkrokodile, dass das vielleicht auch dargestellt wird, sei es, dass man, wenn man irgendwie dann feststeckt dann im Wasser, dass man Acht geben muss, ob irgendwelche Krokodile im Wasser sind. Und ansonsten bietet das Ganze natürlich auch noch einen Survival-Aspekt, den man noch hier mit ins Spiel einbringen kann. Ob das so passieren wird, ist dann wiederum eine andere Frage und wie umsetzbar das ist, aber es bietet auf jeden Fall das Potenzial, hier so eine, ja, nennen wir es mal eine gewisse GTA-Welt mit einzubringen, was so die Survival-Aspekte betrifft. Man kann ja aussteigen und so weiter. Natürlich muss jetzt nicht irgendwie der ganze andere Aspekt von GTA mit eingebracht werden, aber halt so dieser Survival-Aspekt hier wäre schon spannend mit einzubringen, dass man auch
hier und da mal Essen zu sich nehmen muss und nicht nur den Truck tanken muss. Was natürlich auch interessant wäre, weil viele, wenn man halt ins Outback fährt und dann eine Panne hat, dann kann man nicht über einen Pannenservice rufen, sondern man hat natürlich dann, man macht Outback-Reparaturen, damit es halt hält, bis man den Truck oder den Trailer in die Werkstatt bringen kann. Da wäre es natürlich auch spannend, den Aspekt mit einzubringen, dass man halt solche Outback-Redneck-Reparaturen am Truck machen kann, wenn da mal was kaputt geht, wenn man JWD ist und der Pannenservice nicht innerhalb der nächsten 48 Stunden da ist und man halt die Fracht abliefern muss. Wie gesagt, das Potenzial ist riesig für das Spiel. Und selbst wenn nur kleine Teile davon umgesetzt werden, bietet es dennoch meiner Meinung nach ausreichend Spielspaß auch schon jetzt im aktuellen Stadium. Und in dem Sinne bedanke ich mich einfach mal vielmals bei euch fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video entweder hier wieder von Truck World Australia, von einer weiteren Demo-Version oder dann zum Full Release in voller Länge wieder. In dem Sinne, mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.